zur digitalen Tour The Planet. Ich treffe mich hier mit Thilo Schnitzdorf im gebührenden Corona-Abstand zu einem Interview. Ich bin Monika Lieneck, ich bin bei Parents for Future und engagiere mich auch für die Tour The Planet. Thilo bezeichnet sich selbst als Schreibtischaktivist und Vater. Er ist Mitglied bei den Grünen und engagiert sich sehr vielfältig für ein Leben ohne Auto. Dazu gehört sein Engagement im Stadtteilrat Bamberg Süd hier in Hamburg und er betreibt einen Blog, der heißt Hamburg Mobil. Thilo hat in den letzten Monaten über 16 Eingaben an den Bezirk und an die Bürgschaft gestellt, um auf die Missstände in unseren Fahrradwegen, im Fahrradverkehr oder im Radverkehr aufmerksam zu machen. Und er erklärt auch über Twitter, und da kann man ihm folgen sozusagen, an was es überall fehlt, um eine Verkehrswende wirklich hinzubekommen. Thilo, vielen Dank, dass du für dieses Interview Zeit gefunden hast. Ich weiß, die Zeiten sind stressig. Thilo hat 3 Kinder, ist im Homeoffice und ist eben Schreibtischaktivist. Damit muss er weiterhin arbeiten sozusagen. Wir in der Tour The Planet haben es ein bisschen schwerer, weil wir uns ja eigentlich fortbewegen wollten und haben uns jetzt mit diesen Interviews auf eine digitale Form der Aktion verständigt. Thilo, sag uns einmal oder vielleicht kannst du uns einmal erklären, wann und warum dieses Leben ohne Auto für dich zur Herzensangelegenheit geworden ist. Ja, also erstens ist es so, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich und das ist für mich gleichbedeutend damit, dass man Ressourcendurchsatz und ökologischen Fußabdruck minimiert. Und wir können im Alltagsleben eine ganze Menge tun, um da was zu bewegen, aber ich glaube, unterschiedliche Dinge haben unterschiedlichen Impact. Und das Auto hat einen ganz besonders großen Impact, weil es einfach in allen Teilen des Systems Auto extrem problembehaftet ist. Das geht bei der Produktion los, das betrifft die Treibstoffgewinnung, also ganze Ölförderung und wie man Treibstoffe wie Diesel und Benzin gewinnt, ist total problembehaftet. Die ganze Infrastruktur ist extrem problembehaftet, also Straßenbau, Tankstellensystem und so weiter und so fort. Und dann natürlich der Betrieb, das Fahren. Und ganz persönliches Erlebnis ist nicht so, dass ich nicht ein Auto gehabt hätte. Ich komme aus der Provinz und weiß also, ich lebe seit 20 Jahren in Hamburg, aber ich bin gebürtig Nordfriese und ich weiß, wie der Komfortzuwachs sein kann in der Provinz. Und sicher sind auch ein paar Fragestellungen in der Provinz anders als in der Großstadt, aber in der Großstadt wie Hamburg, denke ich, braucht man einfach kein eigenes Auto. Wir haben zuletzt einen T4, einen Bulli gehabt, mit denen habe ich praktisch auf links gedreht, in dem habe ich so ziemlich alles ausgetauscht, bis hin zum Motor, was man austauschen kann. Und in diesem Zuge habe ich wahnsinnig viel über Autos gelernt und habe nochmal sozusagen an der Technik auch begriffen, was für eine unperfekte Idee das Auto an sich ist. So ist es. Es wird ja immer so als genial und tolle Ingenieurskunst und so weiter. Das ist in meinen Augen nicht. Also, ja. Gut. Genau, das ist der Impuls gewesen. Das ist der Impuls gewesen. Und dann hattest du ja schon mir das letzte Mal auch ein bisschen, als wir telefoniert haben, erklärt, dass für dich auch dieser parlamentarische Weg ganz wichtig ist, mit deinen Eingaben. Willst du uns dazu nochmal was ein bisschen erklären oder erzählen? Ja, also ich denke, jede Form des Protests, solange sie friedlich ist, ist wichtig und notwendig. Und wir sehen es, also es reicht offensichtlich nicht. Also der Protest muss noch größer werden und er muss noch vielfältiger werden. Aber es muss alles immer in einer Demokratie parlamentarisch kristallisieren, sozusagen. Es muss parlamentarisch Realität werden, bevor es zurück in unsere Realität gelangt, also in unsere Alltagsrealität. Denn das, was Fridays for Futures oder überhaupt alle For Futures Bündnisse fordern, ist eine drastische Änderung der Politik. Und das wird ja auf uns zurückspielen. Das heißt, der Effekt wird sein, dass wir unser Verhalten anpassen müssen. Und das müssen wir. Und ja, deswegen
Genau, es gibt keinen Weg um den parlamentarischen Prozess herum. Deswegen, deswegen muss man da rein in die Parlamente. Also, ja, da hast du sicherlich recht, denke ich. Das ist ein ganz wichtiger, nicht zusätzlicher, sondern einer der wichtigsten Schritte neben den Aktionen, die wir hier vielleicht machen. Und das finde ich auch eine sehr wichtige Idee. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass du sagst, wir können nicht warten, bis die Politik sozusagen sich dazu aufrafft, alles zu ändern, sondern wir müssen selbst eine Bewegung daraus machen. Ja. Mir ist es immer noch ein bisschen unklar, wie soll das gehen? Ja. Genau. Ja, das ist mir auch unklar. Also, aber letztendlich, ich glaube, zum einen, wir können Protestbewegungen oder Bewegungen an sich variieren, also auf die Straße gehen, parlamentarisch was tun, und zwar parlamentarisch was tun, ohne ein Amt oder ein Mandat zu haben. Also einfach als Bürgerin oder Bürger. So. Da gibt es Mittel und Wege, eben diese Eingaben zum Beispiel. Ja. Da wollte ich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Das andere ist eine Konsumbewegung. Wir brauchen letztendlich das Problem, mit dem wir hantieren, ist der Konsum. Der Konsum ist einfach vollkommen übermäßig, so. Führt zu Ressourcenübernutzung. Das ist ja das Problem. Und wie können wir eine Konsumbewegung anstoßen? Ja, wir könnten zum Beispiel sagen, wir schaffen das Auto ab. Das wäre eine immense Bewegung. So. Hamburg schafft das Auto ab. Ja, genau. Das wäre eine gute Bewegung, denke ich. Genau. Und politisch müssen wir aber natürlich abfedern, und das ist eben das, was im politischen Raum passieren muss. Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass man sich politisch engagiert. Wir müssen natürlich die Frage dann klären, was soll mit den Menschen passieren. Also wir gefährden damit eine ganze Industrie, so, mit so einer Bewegung. Und natürlich müssen wir uns dann die Frage stellen, was soll mit den Menschen passieren, die in dieser Industrie tätig sind. Die müssen Arbeit haben, die müssen Geld verdienen, und was soll vor allem mit diesem wahnsinnigen Fahrzeugbestand passieren? Da müssen wir irgendwas mit tun. Wir müssen, wir müssen jetzt entweder die Rohstoffe recyceln, oder vielleicht kann man auch ein Startup gründen, was sich damit beschäftigt, wie denn ein Reuse aus einem Auto werden könnte, also wie man ein Auto wiederverwenden könnte, so dass es auf das Konto Nachhaltigkeit einzahlt. Könnte man mal eine Geschäftsidee daraus machen. Da kommt mir gerade, dass ja in Zeiten von Corona, ich glaube unter der Regie vom Bundesgesundheitsministerium, dieser Hackathon Wir versus Corona, ich glaube, das sind in 48 Stunden 1800 Projekte eingegeben worden. Was Ähnliches passiert natürlich fürs Klima nicht, weil nicht so das Gefühl, und da sind 20 Projekte, glaube ich, ausgezeichnet worden, die besonders umsetzbar vielleicht sind. Sowas müsste man, wie du sagst, tatsächlich dann auch vielleicht eben für, was soll passieren mit den Autos, wie könnte man sie recyceln sozusagen, oder mit den Menschen, die dann dort nicht mehr beschäftigt sind. Da wir ja über die Tour de Planet reden, denkst du denn, dass das eine Form ist, die dazu beitragen könnte, zumindest darauf aufmerksam zu machen? Also, ich glaube, jede Form des Protests macht Sinn. Denn das, was wir sehen, ist, es hat noch nicht gereicht. Wir haben die politische Veränderung nicht, und schon gar nicht die Verhältnisveränderung, die wir kollektiv benötigen, um Klimaschutz Realität werden zu lassen, und Umweltschutz. Das geht für mich Hand in Hand. Und insofern, ja, klar macht das Sinn. Jede Form, die in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit schafft, und dann ist ja Tour de Planet noch mit Bewegung kombiniert, also sozusagen sowas hat so ein bisschen was Sportliches oder sowas. Ja, klar, jede Form, die eine Verhaltensänderung irgendwie positiv konnotiert, ist sicherlich sinnvoll, ja. Und du mit 3 Kindern, du schaffst es ohne Auto hier in Hamburg problemlos? Problemlos, ja. Also, ja, also na klar gibt es, also wir haben zu der Zeit, wie gesagt, ich lebe seit 20 Jahren in Hamburg, und ich habe von diesen 20 Jahren eben 4 Jahre lang diesen T4 Bulli gehabt, also einen Bulli T4, so mit Hochdach und so. Und damit haben wir vor allem so Wochenendausflüge gemacht und so. Und wir haben schon zu der Zeit, als wir den noch hatten,
das Auto, diesen Bulli in Hamburg praktisch nicht benutzt. So, wir haben auch da schon alles mit dem Fahrrad gemacht oder mit dem ÖPNV. Und ja, es geht. Also na klar gibt es irgendwie spezielle Probleme. Also ich glaube, es gibt ein paar Berufe, wo man ohne Auto nicht hinkommt, aber ich glaube auch ganz vieles von dem, wo Leute sagen, ja, das geht irgendwie nicht, das sind Ausreden. Tut mir leid, aber das sind Ausreden. Also einkaufen fahren zum Beispiel, genau. Wie versorgt man eine 5-köpfige Familie mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrradanhänger. Ich mache einmal in der Woche einen doppelten Fahrrad, also einen Zweisitzer voll. So. Und mittlerweile arbeite ich in der Schanze, da ist der Unverpacktladen, Stückgut um die Ecke. Mittlerweile mache ich das so, dass ich den Einkauf ein bisschen splitte. Also ich sorge für den Einkauf. So, zum Beispiel. Ein anderes Thema ist natürlich, wie bringen wir Kinder von A nach B, Kita, Schule und so weiter. Ja, das ist manchmal ein bisschen anspruchsvoll, aber der positive Nebeneffekt ist immer, dass man sich bewegt. Und wenn ich von draußen reinkomme, geht es mir gut. Also das merkt man sofort. Ich habe mich bewegt, ich habe was getan, war in der frischen Luft. Ja, genau, Kinder, wir besorgen uns demnächst ein Lastenrad, das wird nochmal, haben wir bisher nicht gehabt, kommt jetzt dazu, das wird sicher nochmal ein bisschen Komfort bringen. Ja, und so geht das. Ja. Das macht Mut, finde ich, für andere junge Familien, die ja häufig denken, es geht nicht ohne. Und ich danke dir, dass du diese Zeit gefunden hast. Würdest du denn mitradeln oder bei der Tour de Planet, wenn sie denn dann mal stattfindet? Denn wir hoffen nach wie vor natürlich, dass irgendwann sie stattfinden wird. Sicherlich auch ein Aspekt, dass wir jetzt ja eigentlich sehen, wie viel es möglich wäre, wenn der Wille da ist, etwas zu ändern an unserem Verhalten. Jetzt hoffen wir, dass sich das vielleicht auch in Zukunft auf unser Verhalten auswirken oder ein Umdenken in unserem gesamten Verhalten vielleicht bewirken könnte. Ja. Gut, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ja, danke gleichfalls. Super. Tschüss. Tschüss.